Ich brauchte für eines meiner nächsten Projekte einen kleinen Bahnhof. Da habe ich auf dieses kleine Fallermodell zurückgegriffen und den Bau habe ich für euch in diesem Video dokumentiert. Hier kurz die Abbildung von dem Originalbausatz. Ein kleines, schlichtes Gebäude und ich denke, mit ein bisschen Farbe kann man da noch einiges rausholen und für meine Zwecke sollte das eigentlich komplett ausreichen. Einmal die komplette Übersicht aller Bauteile, die in dem Bausatz enthalten sind. Kleiner Bausatz, nicht viele Teile, sollte relativ schnell gemacht sein. Als erstes alle Teile von den Spritzlingen gelöst und damit man die Befestigungspunkte nicht mehr so sieht, werden die komplett bei allen Teilen von mir nachgefeilt. Ich fange dann damit an, sämtliche grüne Mauerteile erstmal mit Grün einzufärben. Das dient in erster Linie dazu, dass dieser hässliche Plastikglanz verschwindet. In der Zeit, wo diese ersten Teile trocknen, werden dann alle weiteren Teile von mir eingefärbt. Nachdem die ersten Teile getrocknet sind, gibt es dann auch hier wieder Fettfarbe drauf. Wird dann gleich mit dem Schwamm der Großteil wieder weggenommen, sodass wir hier die Vertiefungen betonen. Dann hier wieder in der Übersicht die ganzen Teile, nachdem dieser Arbeitsgang abgeschlossen ist und ich zum Verkleben der Fensterscheiben komme. Leider fehlen bei meinem Bausatz ein paar Scheiben, wie soll es auch anders sein, sodass ich hier hingehe und mir diese Scheiben aus mattierten Folienresten zusammenschneide. Im Endergebnis sehen die Türen nachher mit den mattierten Scheibeneinsätzen eigentlich fast besser aus als die mit den klaren Scheiben, die dabei waren. Von daher wäre es vielleicht sogar besser gewesen, zumindest die Türen mit diesen mattierten Scheiben zu versehen. Aber die anderen sind natürlich jetzt schon festgeklebt. Ich möchte das Gebäude nachher direkt auf die Platte stellen. Deswegen bei der Originalgrundplatte, diese überstehenden Teile möchte ich nachher gar nicht sehen. Aber für den Zusammenbau würde ich die Grundplatte gerne verwenden. Deswegen gehe ich hier hin, schneide mir diese überschüssigen Ränder ab. Und so kann ich die zurechtgeschnittene Grundplatte dann trotzdem als Basis für meine Seitenteile nehmen, sodass es wesentlich einfacher ist, als die frei in der Luft hängen zusammenzukleben. So sieht die Grundplatte dann zurechtgeschnitten aus. Ich dachte, ich wäre jetzt hier fertig. Das hat sich leider als Irrtum erwiesen. Denn dadurch, dass die Seitenteile jetzt tiefer in der Grundplatte befestigt werden, stören die Ausschnitte für die Türen, sodass ich diese mit dem Dremel noch wegnehme, damit ich die Türen nach hinten versetzt hier einbauen kann. Und so sieht die endgültig bearbeitete Grundplatte dann aus. Bevor ich zum Zusammenbau der Seitenteile komme, klebe ich noch die Fenstereinsätze ein. Und hier habe ich die ersten beiden Seitenteile geklebt und man kann jetzt sehr gut erkennen, wie die Türeinsätze in die Grundplatte hineinragen. Das hätte jetzt also ohne das Ausschneiden der Grundplatte überhaupt nicht funktioniert. Und so geht es jetzt Stück für Stück weiter. Hier hatte ich dann noch das Problem, dass eine kleine Ecke ausgeschnitten werden musste, weil die auf der Bodenplatte aufgesessen hat. Aber das war jetzt kein großes Thema. Da musste ich bei dem einen Teil nochmal einen Glaseinsatz kürzen. Wenn ich da vorher besser aufgepasst hätte, hätte ich das natürlich besser vor dem Verkleben gemacht. So, dann haben wir hier sämtliche Seitenteile geklebt und kommen als nächstes zu der mitgelieferten Lichtmaske. Die knicke ich an den vorgegebenen Stellen erstmal vor und vorm Zusammenkleben mache ich erstmal einen Test, ob das ganze Ding auch wirklich passt. Der Test sah ziemlich gut aus, deswegen verklebe ich das Ganze jetzt erstmal von oben. Und nachdem das von oben einigermaßen hält, verklebe ich es auch von unten. Dann lässt sich das nachher wesentlich leichter einsetzen. So, die Maske ist positioniert. Jetzt verklebe ich als nächstes dann das Dach. Damit sich das während des Trocknens nicht irgendwo löst, beschwere ich das mit 2 alten Magneten, die ich hier noch rumliegen habe. Als nächstes habe ich dann den Schornstein positioniert. Leider habe ich nicht beachtet, dass er keine Schräge hat. Das hätte ich natürlich noch ändern können, sodass wir jetzt einen ziemlich schiefen Schornstein auf dem kleinen Häuschen haben, aber dafür haben wir jetzt ein komplett individuelles Gebäude. Hier verklebe ich dann auch das Vordach, setze die Stützen unten drunter, sodass das einigermaßen hier zum Passen kommt. Das war dann der Hauptteil vom Gebäude zusammengeklebt. Jetzt kommen nur noch ein paar Kleinigkeiten außen dran. Und das sieht, denke ich mir, schon mal ganz passabel aus. Die kleine Uhr kriegt noch die Ziffernblättern verpasst. Damit ist jetzt der Gebäudebau in dem Sinn für mich erstmal abgeschlossen. Ich habe das außen noch ein bisschen verziert mit den mitgelieferten Farbplänen, beziehungsweise einer Bank, 2 kleinen Kisten und einer Leiter. Auf was ich verzichtet habe, ist dieses komische Laufstallgitter, was da eigentlich noch im rechten Teil angebracht werden müsste. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Deswegen habe ich das weggelassen. Und was jetzt noch fehlt, ist der Name für den kleinen Bahnhof. Da ich aber nicht weiß, wie ich mein Projekt nachher nennen werde, wird der Name auch später erst nachgereicht. Und zum Abschluss der Aktion habe ich noch 2 Figuren bemalt und damit ist der Bauabschnitt für mich jetzt erstmal abgeschlossen. So, das war es jetzt erstmal von mir mit dem ersten Bauabschnitt von dem kleinen Bahnhof. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.